Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video stelle ich das 12 Liter Aquarium von Marina vor, von dem ich mir inzwischen 3 Stück gekauft habe. Ich wollte bei meinen beiden ersten Becken nicht zu viel Geld dafür ausgeben, weil ich noch nicht wusste, ob mir das Hobby Spaß machen würde. Jetzt möchte ich noch ein Iwagumi einrichten und das sollte dann von der Größe her zu den anderen beiden passen. Ich habe die Aquarien in einem Baumarkt für 11 Euro das Stück gekauft und man erhält es dort in einem einfachen Karton. Ich weiß nicht, wie es verpackt ist, wenn man es sich schicken lässt. Das Becken ist außen 30 x 20 x 20 cm groß und es fasst 12 Liter Wasser. Damit ist es im Prinzip zu klein für alles, was lebt. Selbst Garnelen sollte man in einem größeren Becken halten. Es kann sich aber als Quarantänebecken oder Aufzuchtbecken eignen. Ich nutze es für Pflanzen und für Schnecken, die mit den Pflanzen eingewandert sind, also eigentlich als eine Art Vase. Das Aquarium ist wie gesagt recht günstig in der Anschaffung und das sieht man ihm auch an. Es ist nichts für bedingungslose Ästheten. Man sollte auf jeden Fall noch im Laden vor dem Kauf in den Karton schauen und es herausholen. Einmal natürlich, um nachzusehen, ob es eventuell beim Transport zerbrochen ist, aber auch die Verarbeitung ist nach meiner Erfahrung nicht immer hundertprozentig. Rechnen muss man zum Beispiel mit aus den Verbindungen herausgedrücktem und überstehendem Silikon. Die Silikonnähte sehen im Großen und Ganzen ordentlich aus, können aber zu den Ecken hin dicker werden, wenn die Tube in der Ecke nochmal ausgedrückt wurde. Das kann besonders an der Frontscheibe störend wirken, wenn sich da ein dicker Knubbel weißes Silikon vor dem dunklen Soil absetzt. Meist ist aber eine Seite einigermaßen brauchbar. Worauf man beim Kauf auch achten sollte, ist, ob die Scheiben alle im 90-Grad-Winkel verklebt sind. Ich habe mehrere Kartons durchgesehen und nur dieses lag innerhalb meines persönlichen Toleranzbereiches. Meistens waren die Seitenscheiben oben ein klein wenig nach innen gedrückt und das hier war das Beste, das ich finden konnte. Wenn man aber nicht so genau hinsieht, fällt das kaum auf. Bei meinem zweiten Aquarium habe ich nicht richtig aufgepasst und da ist die Seitenscheibe ziemlich versetzt. Hier wurde die Silikontube dann nach dem Hochziehen in der linken vorderen Ecke mit einem dicken Tropfen abgesetzt und in der unteren Silikonnaht sind Luftblasen eingeschlossen. Das sieht nicht so toll aus, aber mich persönlich stört das auch nicht besonders. Was man auf jeden Fall machen muss, auch um die Garantie zu wahren, ist das Aquarium 48 Stunden lang auf Dichtigkeit zu testen. Ich habe meine Becken dazu immer mit passender Unterlage auf ein Brett auf die Spüle gestellt, damit eventuell austretendes Wasser keine Überschwemmungen verursachen kann. Und tatsächlich musste ich jetzt bei einem Aquarium ein Leck feststellen. In einer Ecke hatte sich im Papier ein nasser Fleck gebildet, den ich fast nicht bemerkt hätte. Es ist wohl zum Glück nicht sehr viel Wasser ausgetreten, aber hier kann man sehen, dass das Silikon in dieser Ecke nicht bis auf den Boden geht und eine Lücke entstanden ist. Das undichte Becken konnte ich problemlos umtauschen. Wie gesagt, ich finde das Aquarium für den Anfang ganz gut, aber man muss eben beim Kauf ganz genau hinsehen. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link dahin, wo ich das Becken her habe. Ich hatte bisher sehr viel Freude daran. Für Leute mit höheren Ansprüchen an Qualität und Ästhetik habe ich noch ein paar andere Aquarien verlinkt, die ich mir wahrscheinlich kaufen würde, wenn ich noch einmal ganz von vorne anfangen würde. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video einen kleinen Überblick verschaffen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und abonniert den Kanal, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Ich sage Tschüss, bis dahin und macht euch mal wieder die Hände nass.